Wir haben unseren Stellplatz am Saladi Beach verlassen und ich kenne da eine Abkürzung, wurde uns empfohlen, wir sollen doch mal hier zu dieser Dolide von Didymar fahren. Das ist ein Erdfall. Im Prinzip wurde das Erdreich vom Wasser unterspült und irgendwann ist das dann eingestürzt. Da mal hinzuschauen, ist ganz geil. Man geht durch so einen Tunnel runter und hier unten sind 2 Kapellen. Ist wirklich schön anzuschauen. Oh my child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Temperatur ist auch ganz angenehm, man steht hier im Schatten. Ja, jetzt fahren wir weiter, erstmal einkaufen und dann schauen wir mal, ob wir uns einen Stellplatz suchen oder ob wir noch weiterfahren. Das wissen wir noch nicht. Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Gut. Just hold on tight. It'll be alright. All your life you've tried to be a good man inside. Did everything that you thought you should. Didn't seem to do you any good. Wir sind gestern am Kanal von Korinth vorbeigekommen. Der Kanal schneidet Peloponnes vom Festland ab. Die Wände sind bis zu 84 Meter hoch und der Kanal ist 6 Kilometer lang. Das ist wirklich beeindruckend. Wenn man da vorbeikommt, unbedingt anhalten und kurze Füße vertreten. Echt cool. Wir haben wieder einen sensationellen Stellplatz in einer kleinen Bucht. Frühmorgens sind ein paar Angler vorbeigekommen. Jetzt geht's wieder los. Jetzt fahren wir nach Nafplio und schauen uns da mal die Stadt an. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Wir waren gestern in Nafplio. Ist eine wirklich schöne Stadt. Ganz schön touristisch. Hat uns jetzt aber nicht gestört. Wir sind einfach nur ein bisschen rumgelaufen und haben uns das angeschaut. Man kann dann einmal so um so eine Halbinsel rumgehen. Durch so eine kleine Höhle. Echt cool. Also wenn man da vorbeikommt, unbedingt Nafplio anschauen. Da waren auch ganz schön krasse Yachten im Hafen. Jetzt haben wir wieder einen coolen Stellplatz. Eine kleine Bucht und direkt davor ist eine wirklich interessant geformte Insel. Unsere Nachbarn kommen quasi aus unserer Heimat, ums Eck sozusagen, und hatten dann gestern noch einen ganz lustigen Abend. Deswegen stehen heute alle ein bisschen später auf. So, wir machen heute mal was richtig Cooles, was ganz Außergewöhnliches, haben wir noch nie gemacht. Und zwar fahren wir mit der Zahnradbahn in die Berge. Wir sind in Diakopto losgefahren, das ist direkt unten an der Küste. Und dann geht eben die Zahnradbahn in die Berge hoch. Fahrzeit ist für die komplette Strecke irgendwie 1 Stunde. Und man kann aber zwischendurch mal aussteigen anscheinend und dann eben die Gleise entlang nach unten wandern. Dauert angeblich dann so um die 2 Stunden. Genau, und das haben wir heute vor. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? So, wir sind jetzt hier die Zahnradbahn hochgefahren. Wir sind auf einer Zwischenstation ausgestiegen.
weil uns kam die Strecke schon relativ lang vor und die Vermutung liegt richtig. Laut dem Schild 3 Stunden 30. Wir wollten eigentlich nur 2 Stunden wandern, aber naja, schauen wir mal. Don't give up, just hold on tight. It'll be alright. Normalerweise sollte man auf Gleisen ja nicht wandern gehen. Hier ist es allerdings erlaubt. Außerdem muss man dazu sagen, die Zahnradbahn fährt sehr langsam und hupt in regelmäßigen Abständen, sodass es eigentlich nicht wirklich gefährlich ist. Soweit wir wissen, fährt die pro Richtung auch am Tag nur 3 Mal. Das heißt, insgesamt kommt die hier 6 Mal vorbei. Ist nicht mit einer Zugstrecke wie in Deutschland zu vergleichen und von daher kann man hier echt cool wandern gehen. Super schön. So, wir sind jetzt wieder herunten. Die Gehzeit war jetzt tatsächlich doch 3 Stunden ungefähr. Wir sind eigentlich schon relativ schnell gegangen, aber ja, man macht Fotos, Video, aber 3 Stunden sowas. Ja, wir sind echt ziemlich begeistert. Also das war halt wieder ein richtig cooler Ausflug und ja, kann man nur empfehlen. Also sehr gelungen. Es war jetzt kein schwieriger Weg. Klar, der Schotter, das zerrt schon an den Knöcheln, sage ich jetzt mal. Festes Schuhwerk absolut zu empfehlen. Schwindelfrei sollte man auch sein, da man über mehrere Brücken geht und sehr oft am Abhang entlang. Das mit dem Zug war überhaupt gar kein Problem. Man hört ihn früh genug und kann dann zur Seite gehen. Gibt zwar manchmal Stellen, wo es sehr eng ist, aber wie gesagt, man hört ihn früh genug und dann kann man eben entsprechend ausweichen. Wir empfehlen auch auf jeden Fall, das Ticket nur nach oben als einfach zu kaufen. Das waren jetzt 9,50 € pro Person. Genau, also eigentlich voll okay der Preis und dafür kriegt man schon einiges geboten. Jetzt machen wir erstmal Pause und danach fahren wir weiter, denn wir sind hier eigentlich auf der Heimreise und müssen noch ein paar Meter heute machen. Und hoffentlich finden wir dann auch wieder einen schönen Stellplatz. Ja, mal gucken. Also wir fahren jetzt über die Brücke, sparen wir uns eine halbe Stunde. Oder mehr. Genau, wo wir hergekommen sind, sind wir mit der Fähre gefahren. Die 11 € Aufpreis, die sind jetzt wert, die Zeitersparnis. Wir sind jetzt hier vor einer Taverne, da gehen wir heute Abend noch richtig schön essen und machen uns einen ganz gemütlichen Abend, weil heute ist tatsächlich unser letzter Abend in Griechenland. Ja, zur Feier des Tages, da hat sich der Matze auch mal richtig rausgeputzt. Das hat bestimmt nicht den Grund, dass ich sonst keine Klamotten mehr habe, die ich anziehen kann. Nein, ganz sicher nicht. Genau, wir machen uns jetzt hier noch einen schönen Abend. Morgen fahren wir dann mit der Fähre, da sind wir schon gespannt, da haben wir schon einiges gehört. Also nicht viel Positives, ehrlich gesagt. Aber das sehen wir dann morgen. Wir sind ja dabei, Griechenland zu verlassen. Kennt ihr das auch? Wenn ihr ein Land verlasst, dass ihr nochmal schnell einkaufen geht und die Lieblingsprodukte kauft. Mein Lieblingsprodukt hier in Griechenland ist ja Feta. Meins, griechischer Wein. Ja, sehr geil. Und das ist auch noch gleich ein geiler Tipp für Griechenland. Ja. Kauft bei Sklavinitis ein. Das ist der Laden hier. Genau, wir haben jetzt gerade noch schnell getankt, weil Sprit ist hier in Griechenland aktuell deutlich günstiger als in Italien. Ich hoffe, jetzt sind wir gut ausgerüstet. Ja. Und wir sind gut in der Zeit, also von dem her dürfte nichts schief gehen. Perfekt. Wir fahren ja mit der Fähre von Igoumenitsa nach Ancona. Die Einfahrt war extrem eng, aber es ging dann doch ganz gut mit unserem Ducato. Die Überfahrt wird wohl 22 Stunden dauern. Ich werde die Zeit wahrscheinlich nutzen, um das aktuelle Video vorzubereiten. Ja, und Check-in war auch eigentlich ziemlich unkompliziert und alle total hilfsbereit. Genau, und was es leider anscheinend nicht mehr gibt, das ist Camping an Bord. Deswegen haben wir dann natürlich uns eine Kabine genommen, relativ günstig. Und die werden wir jetzt mal suchen gehen.
wunderschönen guten Morgen, heute mal von mir. Wir haben die Nacht hinter uns gebracht und ja, war gar nicht mal so schlimm. Unsere Kabine ist auch total in Ordnung, also die Betten sauber, Bad ist in Ordnung. Wir haben Schlimmeres erwartet. Es gibt hier natürlich auch Restaurants und Bar und die Preise sind sogar ganz in Ordnung. Wir haben jetzt hier noch ein paar Stunden, bis wir anlegen. Ja, müssen wir uns irgendwie die Zeit vertreiben. Sprich, Matze macht fleißig Video, ich werde nur ein bisschen lesen und dann werden wir mal was Mittagessen langsam. Die Fähre war pünktlich. Wir waren um 5 Uhr in Ancona, sind jetzt noch 450 Kilometer gefahren. Jetzt sind wir in Trento. Trento. Zum Abendessen gab es klassisch Wein, Oliven und Chips. Wie man das in Italien so macht. Genau, wie man das in Italien so macht. Morgen früh gibt es dann nur einen schnellen Kaffee und nach 3 Stunden sind wir dann schon zu Hause und da gibt es dann richtig Frühstück und dann gibt es auch ein richtiges Fazit zur Fähre. Wir haben hier heute richtige Stellplatzromantik, wunderschöner, riesengroßer Parkplatz. Aber wir schlafen ja nur hier und fallen jetzt auch gleich ins Bett. Genau. Wir sind gleich zu Hause. Wobei, wir sind ja eigentlich zu Hause, aber in 3 Stunden sind wir in der Heimat. Und dann kann ich am Auto weiterarbeiten. Es gibt nämlich so ein paar Sachen, die sind nicht ganz optimal gelaufen in den letzten, ich weiß nicht, 10 oder 11 Wochen. Ich habe den Überblick verloren. Wir sind jetzt wieder in der Heimat. Zur Fähre ist echt gut gelaufen, muss man sagen. Also die Erwartungen waren ja nicht so optimal, sage ich jetzt mal. Also wir hatten ja viel Schlechtes gehört, können wir jetzt nicht bestätigen. Grimaldi scheint doch eine ganz solide Fährgesellschaft zu sein. Es war alles sauber, Essen hat gepasst. Alles super freundlich, pünktlich, also kann man sich eigentlich gar nicht beschweren. Insofern würden wir das, glaube ich, das nächste Mal wieder nutzen. Ja, auf jeden Fall war schon praktisch mit der Fähre. Dann war es dann doch am Ende einfach nicht mehr so lang mit dem Auto jetzt nach Hause und von dem her war das top. Ja, jetzt geht's an den Van, alles ausräumen, alles waschen, alles putzen von oben bis unten. Genau. Genau. Ich werde dann noch ein paar Sachen reparieren. Ja. Und damit sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Genau, bis nächste Woche.